Dialog 1. Ein Termin beim Arzt und Stress bei der Arbeit. Hallo Jonas, hast du kurz Zeit? Ich muss dich etwas fragen. Ja, klar. Was ist los? Du klingst gestresst. Ich bin auch gestresst. Ich habe seit 2 Tagen starke Rückenschmerzen und jetzt habe ich endlich einen Termin beim Arzt bekommen. Das ist doch erstmal gut. Wann ist der Termin? Morgen um 10:30. Und wo ist das Problem? Das Problem ist meine Arbeit. Morgen haben wir doch diese Besprechung mit der neuen Kundin und mein Chef hat gestern noch gesagt, dass ich unbedingt dabei sein soll. Ah, verstehe. Das ist natürlich ungünstig. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Auf der einen Seite will ich hier den Arzttermin nicht absagen, weil ich schon so lange auf einen Termin warte. Auf der anderen Seite will ich bei der Arbeit auch keinen allen schlechten Eindruck machen. Hast du denn schon mit deinem Chef gesprochen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst mal in Ruhe darüber nachdenken. Ich würde auf jeden Fall mit ihm sprechen. Wenn du wirklich Schmerzen hast, ist das doch ein nachvollziehbarer Grund. Ja, eigentlich schon. Aber du kennst doch meinen Chef. Wenn viel los ist, wird er sofort nervös. Ja, das stimmt. Aber trotzdem kannst du ja nichts dafür, dass du Schmerzen hast. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe immer dieses unangenehme Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss. Das verstehe ich, trotzdem ist Gesundheit wichtiger. Ja. Ehrlich gesagt merke ich auch, dass es schlimmer wird, wenn ich lange sitze. Gestern Abend konnte ich kaum noch vom Sofa aufstehen. Dann solltest du wirklich gehen. Seit wann hast du das genau? Seit Montag. Erst dachte ich, es ist nur eine Verspannung. Ich habe mich ja letzte Woche beim Tragen der Kisten schon komisch bewegt, aber dann wurde es jeden Tag schlimmer. Hast du irgendetwas genommen? Ja, eine Tablette gegen die Schmerzen, aber das hilft immer nur für ein paar Stunden. Danach kommt alles wieder. Dann würde ich den Termin wirklich nicht absagen. Ja, ich habe nur Angst, dass mein Chef sagt, können Sie das nicht auf den Nachmittag legen? Und kannst du das? Nein. Die Praxis hat mir extra gesagt, dass morgen früh nur dieser eine Termin frei war. Wenn ich ihn absage, muss ich wahrscheinlich wieder 2 Wochen warten. Dann würde ich das genau so sagen. Wahrscheinlich hast du recht. Natürlich habe ich recht. Sehr bescheiden wie immer. Ja, ich gebe mir Mühe. Hm. Was? Ich überlege gerade, wie ich das formuliere. Ich will nicht zu dramatisch klingen, aber auch nicht so, als wäre es etwas ganz Kleines. Schreib doch einfach, ich habe seit einigen Tagen starke Rückenschmerzen und morgen Vormittag einen dringend benötigten Arzttermin bekommen. Ich komme danach direkt ins Büro. Das klingt eigentlich gut. Ja. Und dann weiß er auch gleich, dass du nicht den ganzen Tag weg bist. Stimmt, wahrscheinlich bin ich gegen 12 oder 12:30 wieder da, wenn es nicht ewig dauert. Eben. Dann verpasst du nur die Besprechung am Vormittag. Ja, aber genau die ist ihm wichtig. Kann vielleicht jemand anders deine Notizen machen? Oder du bereitest heute schon etwas vor? Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich könnte heute noch die wichtigsten Punkte an meine Kollegin schicken. Dann ist wenigstens alles vorbereitet. Siehst du? Dann wirkst du nicht unzuverlässig, sondern organisiert. Ja, ich merke gerade, dass ich mich schon etwas beruhige. Gut, dafür bin ich da. Danke. Kein Problem. Hast du denn sonst oft Rückenschmerzen? In letzter Zeit leider ja, vor allem wenn ich viel im Büro sitze und mich wenig bewege. Früher hatte ich das nicht so. Dann sagt der Arzt dir vielleicht auch, was du langfristig ändern kannst. Hoffentlich. Ich habe wirklich keine Lust, dass das jetzt öfter passiert. Ja. Und du solltest dir vielleicht auch deinen Arbeitsplatz anschauen. Vielleicht ist dein Stuhl nicht gut oder dein Schreibtisch zu hoch oder zu niedrig. Daran habe ich auch schon gedacht. Seit wir ins neue Büro gezogen sind, sitze ich irgendwie nie richtig bequem. Dann erwähn das morgen beim Arzt ruhig. Ja, mache ich. Und wann willst du deinem Chef schreiben? Am besten sofort, sonst schiebe ich es wieder vor mir her und bin den ganzen Abend nervös. Genau.
Schreib's kurz und klar. Keine langen Erklärungen, aber auch nicht zu knapp. Ja, Und danach schickst du deiner Kollegin die Infos für die Besprechung. Dann ist das auch geregelt. stimmt. Das ist wahrscheinlich der beste Plan. Ja, manchmal ist es besser, Dinge direkt zu regeln, statt sie stundenlang im Kopf zu drehen. Leider wahr. Möchtest du, dass ich deine Nachricht kurz lese, bevor du sie abschickst? Wirklich? Ja, klar. Wenn dir das hilft. Das wäre super. Ich will einfach vermeiden, dass es zu entschuldigend oder zu unsicher klingt. Kein Problem. Schreib einfach. Okay, dann mache ich das jetzt. Sehr gut. Und morgen gehst du zum Arzt, ohne schlechtes Gewissen. Ja, das versuche ich mir einzureden. Nicht nur einreden, wirklich glauben. Gut, ich gebe mir Mühe. Das reicht fürs Erste. Dialog 2. Probleme mit dem Internetvertrag. Hallo Paul, hast du kurz Zeit? Ich verstehe diese Rechnung einfach nicht. Welche Rechnung? Von meinem Internetanbieter. Ich habe heute die neue Monatsrechnung bekommen und der Betrag ist plötzlich höher als sonst. Wie viel höher? Fast 12 Euro. Das ist schon komisch. Hast du irgendetwas geändert? Nein, überhaupt nichts. Ich habe denselben Vertrag wie immer und ich habe auch nichts zusätzlich bestellt. Vielleicht ist irgendein Rabatt abgelaufen. Ja, daran habe ich auch gedacht. Aber wenn das so wäre, hätten Sie doch wenigstens vorher Bescheid sagen können. Eigentlich ja. Ich finde solche Rechnungen immer so anstrengend. Alles ist kleingeschrieben, überall stehen Zahlen. Aber man muss erst 5 Minuten suchen, bis man versteht, warum man mehr zahlen soll. Zeig mal her. Hier, normalerweise zahle ich 29,99 € und jetzt sind es plötzlich 41,50 €. Moment. Hier steht etwas von Servicepauschale. Ja, genau das habe ich auch gesehen. Aber was soll das bitte sein? Gute Frage. Hast du in letzter Zeit dort angerufen? Ja, vor ungefähr 2 Wochen, weil das Internet an einem Abend nicht funktioniert hat. Ah. Und hast du mit jemandem telefoniert? Ja, die Frau am Telefon hat mit mir alles geprüft. Router aus, Router an, Kabel kontrolliert, das Übliche eben. Und danach ging es wieder? Ja, nach einer Weile schon. Aber sie hat nie gesagt, dass das etwas kostet. Meinst du, sie haben dir dafür etwas berechnet? Vielleicht. Aber dann hätten sie das vorher sagen müssen. Genau das denke ich auch. Ich war ja nicht einmal sicher, ob das Problem überhaupt an mir lag. Vielleicht war es eine Störung von ihrer Seite. Ja, Und jetzt habe ich überhaupt keine Lust, dort wieder anzurufen. verstehe ich. Das Schlimmste ist immer, dass man erst ewig in der Warteschleife hängt und dann alles 3-mal erklären muss. Ja, das ist leider oft so. Und am Ende sagt jemand mit ganz ruhiger Stimme, das steht so in Ihrem Vertrag. Sehr motivierend. Genau, Hast du den Vertrag noch irgendwo? bestimmt, aber wahrscheinlich online in irgendeinem Kundenkonto, in das ich mich seit Monaten nicht mehr eingeloggt habe. Dann schau dort trotzdem mal rein. Ja, sollte ich wahrscheinlich. Vielleicht steht dort wirklich, dass telefonische Unterstützung etwas kostet. Das wäre ziemlich unverschämt. Ja, aber leider nicht unmöglich. Was? Ich merke gerade, wie schnell ich bei solchen Sachen schlechte Laune bekomme. Das ist normal. Niemand freut sich über höhere Rechnungen. Ja, vor allem nicht, wenn man nicht einmal versteht, warum. Also gut, wir machen das Schritt für Schritt. Erstens, Vertrag oder Kundenkonto anschauen. Zweitens, prüfen, ob dort etwas zur Servicepauschale steht. Drittens, wenn nichts klar ist, anrufen. Ja, Und wenn du anrufst, dann notierst du dir den Namen der Person und fragst direkt, worauf sich diese Pauschale genau bezieht. das klingt vernünftig. Außerdem würde ich fragen, warum du darüber vorher nicht informiert wurdest. Genau, das ist eigentlich mein Hauptproblem. Ich hätte mich vielleicht trotzdem geärgert, aber dann wenigstens gewusst, woran ich bin. Ja, Meinst du, ich soll heute noch anrufen? wenn du die Energie dafür hast, ja. Sonst morgen. Aber ich würde es nicht zu lange liegen lassen. Nein, das will ich auch nicht. Sonst ärgere ich mich die ganze Zeit weiter. Genau. Weißt du, was auch nervig ist?
Was denn? Dass man bei solchen Verträgen oft am Anfang einen günstigen Preis bekommt und später plötzlich mehr zahlt, weil irgendwo im Kleingedruckten etwas anderes steht. Ja, das ist typisch. Deshalb schaue ich bei Verträgen inzwischen wirklich immer zweimal hin. Ich eigentlich auch, aber offensichtlich nicht gründlich genug. Naja, vielleicht steht es auch absichtlich nicht besonders deutlich da. Ja, wahrscheinlich. Hast du denn sonst Probleme mit dem Anbieter? Manchmal ist das Internet langsam, aber meistens geht es. Deshalb wollte ich auch eigentlich gar nichts ändern. Ich will nur verstehen, warum ich plötzlich mehr zahlen soll. Ja, das ist ja auch völlig berechtigt. Ich hoffe nur, dass Sie mir am Telefon nicht erzählen, das sei alles korrekt und ich könne nichts machen. Selbst wenn sie das sagen, kannst du immer noch nachfragen und dir alles genau erklären lassen. Stimmt. Und falls es wirklich unklar bleibt, kannst du auch schriftlich widersprechen oder wenigstens eine Erklärung per E-Mail verlangen. Ah, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Viele Leute telefonieren nur und haben später nichts in der Hand. Ja, dann ist es schriftlich wahrscheinlich wirklich besser. Zumindest zusätzlich. Gut, dann logge ich mich jetzt erstmal in mein Kundenkonto ein. Sehr gut. Und wenn ich das Passwort nicht mehr weiß, werde ich noch genervter. Davon gehe ich fast aus. Danke für dein Vertrauen. Gern. Aber ernsthaft, danke, dass du kurz draufgeschaut hast. Allein hätte ich wahrscheinlich einfach nur vor der Rechnung gesessen und mich geärgert. Kein Problem. Wenn ich mehr weiß, sage ich dir Bescheid. Mach das. Und wenn du später anrufst und jemand dir wieder irgendetwas Komisches erklärt, kannst du danach nochmal mit mir reden. Das ist gut. So fühle ich mich wenigstens nicht ganz allein mit diesem Vertragschaos. Genau dafür sind Freunde doch da. Dialog 3. Besuch von der Familie und zu wenig Platz in der Wohnung. Mama, ich wollte mit dir kurz über nächstes Wochenende sprechen. Ja, natürlich. Was ist denn? Du hattest doch gesagt, dass du mit Oma und Tante Sabine vielleicht am Samstag kommen wolltest. Ja, genau. Wir haben darüber gesprochen. Warum? Passt es dir doch nicht? Doch, grundsätzlich schon. Ich freue mich ja auch. Aber ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen unsicher, wie wir das hier mit dem Platz machen sollen. Ach so. Du weißt ja, meine Wohnung ist wirklich nicht groß. Für 2 Leute ist sie okay, aber wenn dann plötzlich 4 oder 5 Personen hier sitzen, wird es schnell eng. Ja, das stimmt natürlich. Aber wir wollten ja nicht übernachten. Nur für ein paar Stunden. Ja, ich weiß. Trotzdem denke ich schon die ganze Zeit darüber nach. Wieso genau? Naja, ich möchte natürlich, dass es schön wird, aber mein Wohnzimmer ist klein. Ich habe nur 4 richtige Stühle und wenn dann alle gleichzeitig hier sind, wird es ein bisschen chaotisch. Ach, Leonie. Es muss doch nicht alles perfekt sein. Ich weiß, aber du kennst mich ja. Ich mache mir über solche Dinge immer zu viele Gedanken. Ja, das stimmt allerdings. Und dazu kommt, dass ich am Freitag noch lange arbeite. Ich werde also vorher nicht mehr viel vorbereiten können. Was? Ich überlege nur, ob wir den Besuch vielleicht etwas einfacher machen können. Wie meinst du das? Zum Beispiel könnten wir uns auch irgendwo draußen treffen, in einem Café oder in einem Restaurant. Dann hast du nicht den ganzen Stress mit der Wohnung. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ihr lieber zu mir kommen wollt, weil ihr meine Wohnung noch gar nicht richtig gesehen habt. Ja, das stimmt schon. Vor allem Oma ist neugierig. Sie will immer sehen, wie du wohnst. Ja, genau. Und ich würde sie auch gern einladen. Ich will nur nicht, dass es am Ende für alle unbequem wird. Dann machen wir doch eine Mischung. Eine Mischung? Ja, wir kommen erst kurz zu dir, trinken einen Kaffee, schauen uns die Wohnung an und danach gehen wir zusammen irgendwo etwas essen. Das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Siehst du,
Dann ist niemand stundenlang in der kleinen Wohnung und trotzdem können wir dich besuchen. Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich besser. Und du musst dann auch nicht so viel vorbereiten. Ja, das ist ehrlich gesagt auch ein Punkt. Ich hatte schon überlegt, was ich überhaupt anbieten soll. Kuchen? Etwas Herzhaftes? Kaffee reicht vielleicht nicht, aber ein großes Essen kann ich hier auch nicht machen. Eben, mach es dir doch nicht so kompliziert. Ja, wahrscheinlich denke ich wieder viel zu weit. Wie immer. Danke, Mama. Das war nicht böse gemeint. Ich weiß. Was macht dir denn am meisten Stress? Der Platz oder dass alles schön sein soll? Beides. Einerseits der Platz. Andererseits habe ich einfach das Gefühl, dass Besuch von der Familie immer irgendwie besonders sein muss. Muss es überhaupt nicht. Ja, aber so fühlt es sich manchmal an. Leonie, wir kommen doch nicht, um deine Wohnung zu bewerten. Wir kommen, weil wir dich sehen wollen. Ja, ich weiß. Und wenn es ein bisschen eng ist, dann ist es eben eng. Davon geht die Welt nicht unter. Stimmt. Aber die Idee mit dem kurzen Besuch und danach essen zu gehen, finde ich wirklich gut. Ja, ich glaube auch. Gibt es denn in deiner Nähe ein Restaurant, das für Oma okay wäre? Nicht zu laut und nicht mit zu vielen Treppen. Ja, da ist ein kleines italienisches Restaurant um die Ecke. Das ist ruhig, nicht zu teuer und ebenerdig. Perfekt. Dann könnte ich dort vielleicht vorsichtshalber einen Tisch reservieren. Ja, mach das lieber. Am Wochenende ist oft viel los. Stimmt. Und bei dir zu Hause machen wir es ganz einfach. Kaffee, vielleicht ein paar Kekse und fertig. Das klingt viel entspannter als mein ursprünglicher Plan. Was war denn dein ursprünglicher Plan? Ehrlich? Die Wohnung komplett aufräumen, einkaufen, Kuchen backen, noch irgendetwas Herzhaftes vorbereiten und hoffen, dass alles gemütlich wirkt? Oh Gott, Ja, dann bin ich sehr froh, dass wir jetzt sprechen. ich auch. Weißt du, was das Gute ist? Was denn? Dass du wenigstens gemerkt hast, dass dir das gerade zu viel wird. Früher hättest du wahrscheinlich einfach alles allein gemacht und wärst danach völlig erschöpft gewesen. Ja, das stimmt leider. Und diesmal regeln wir es vorher etwas vernünftiger. Ja, das fühlt sich wirklich besser an. Gut, dann machen wir es so. Wir kommen gegen 3 Uhr kurz zu dir, bleiben ungefähr 1 Stunde und danach gehen wir gemeinsam essen. Perfekt. Und bitte putz jetzt nicht die ganze Nacht deine Wohnung. Ich verspreche nichts. Leonie? Nein? Okay. Ich reiße mich zusammen. Sehr gut. Dann reserviere ich morgen euren Tisch und kaufe nur ein paar Kleinigkeiten für zu Hause. Genau. Und dann wird es ein schöner, normaler Besuch. Ja. Und wahrscheinlich viel entspannter als in meinem Kopf. Wie so oft. Wahrscheinlich. Aber danke, dass wir kurz darüber gesprochen haben. Immer gern. Dafür bin ich doch da. Gut. Dann freue ich mich jetzt wirklich auf Samstag. Das ist doch das Wichtigste.